Willkommen in Norwegen. In diesem Video stelle ich euch das Angelset, das Angelkit der Firma Jäger vor, das Trout Go Kit 2. Die Firma Jäger stellt verschiedene Angelsets, zum Beispiel eben für Forelle her, aber auch für Barsch oder für Hecht. Die Philosophie, die dahinter steckt, ist Open, Rig, Catch, All in One. Das heißt, Verpackung öffnen, einen Knoten und dann schon angeln. Wollen wir mal gucken, ob das klappt. Man sieht, die ist noch eingeschweißt. Ich bin selber gespannt, was da so alles sich drin befindet. Den Müll natürlich auf keinen Fall irgendwo in diese Natur hier werfen, sondern in die Tasche stecken. Es gibt eine Rute, eine Rolle, Vorfach, Köder. Very simple. So sieht das Ganze aus. Ich als Experte werde natürlich beurteilen können, welche Qualität dieses Angelset hat. Denn es gibt natürlich unterschiedliche Angelsets in unterschiedlichen Qualitäten und unterschiedlichen Preisen. Wir haben es hier, sage ich jetzt mal, einfach mit der Premium-Klasse zu tun. Es gibt Angelsets für nicht mehr die Hälfte des Preises. Aber hier ist wirklich alles aufeinander abgestimmt mit hochwertigen Komponenten. So hoffe ich doch. So, um das wirklich zu begutachten, ziehe ich mal meine Polarisationsbrille aus und die Expertenbrille auf. Also offensichtlich eine Steckrute. Sehr fein und leichten Ringen. Kohlefaser. Gut, ich würde jetzt einfach mal schätzen. Diese Rute hat 2 Meter, 2,10 Meter. Das gucke ich gleich noch genauer. Und zwar steht hier drauf 2,10 Meter und 2 bis 14 Gramm Wurfgewicht. Eher halt für kleinere Forellen gedacht, wie zum Beispiel in diesem See. Eigentlich perfekt. Zur Rute gibt es auch einen eigenen kleinen Futteral. Und die Rolle, da bin ich jetzt sehr gespannt, was das so ist. Macht schon mal einen hochwertigen Eindruck zumindest. Bremse hört sich auch gut an. Die ersten Bienchen in Norwegen. Rücklaufsperre, ein ausschaltbar. Automatischer Bügelumschlag. Und die wird dann hier eingesetzt. Ja, aber ich will ja nicht damit angeln, sondern Anfänger, Einsteiger. An diese ist ja auch dieses Set gerichtet. Und das macht besonders für die Leute Sinn, die halt nach Norwegen reisen und vielleicht angeln wollen, weil hier ist das Angeln ja frei in den Fjorden. Und viele Seen, wie hier zum Beispiel, da guckt keiner so genau hin. Andere Seen kann man dann online, digital sogar einen Angelschein ziehen. Und da lohnt es sich doch mal, eine Angel in Norwegen mitzunehmen und seinen Fisch abends zu fangen. Zum Beispiel mit dem Camper unterwegs oder sowas. Hier in dem kleinen Kästchen, da ist die Manual, die Anleitung drin. Gibt es nochmal in groß als Plakat und etwas kleiner. Und darunter ist ein Köder, ein Spinner in einer exzellenten Farbauswahl, wie ich finde, und eben das Vorfach. Und das montiert jetzt die Luna. Vor der Vorfachmontage muss zuerst die Schnur durch die Rutenringe geführt werden. Das ist das für den Fisch fast unsichtbare Fluorocarbon-Vorfach, das mit einem sehr einfachen Knoten an einen sogenannten Solid-Ring montiert wird. Und das ist auch der einzige Knoten, der nötig ist. Die Firma Jäger empfiehlt hier den Clinch-Knoten, den sogenannten Fisherman's Knot im Englischen. Auf meinem Kanal findet ihr noch andere Knoten. Ich glaube, das war's. Und fertig. Nachdem man die überstehenden Schnurenden abgeschnitten hat, kann man den Köder montieren, in dem Fall ein Spinner. Er gilt landläufig als der beste Köder für Forellen, daher ist er standardmäßig im Basisset enthalten. Köder ist ein Spinner, ein idealer Forellenköder.
Und zwar sind die Farben Pink, wie ich schon öfter gesagt habe, nicht nur bei Meerforelle angesagt, sondern eigentlich bei jeder Forelle. Die Haken habe ich mir angesehen, das ist von BKK. Das ist eine chinesische Firma. Die Qualität ist aber annähernd wie Owner, also sehr hochwertig, sehr scharf. Daher auch aufpassen. Ich glaube aber, die sind ein bisschen geschützt, die Spitzen, oder? Ja, die sind geschützt. Den Hakenschutz muss man abziehen, ansonsten wird das ziemlich frustrierend mit dem Angeln. Was wird denn da mit dem kleinen Karabiner eingehangen? So sieht das aus. Ja, und los geht's. Aber Freundchen, bevor du jetzt mit diesem Anfängerset loslegst, solltest du dir darüber im Klaren sein, du hast es mit einer lebenden Kreatur zu tun. Das heißt, du solltest dir vor dem Angeln darüber im Klaren sein, was du mit dem Fisch machst und wie du es machst. Es geht um das Töten einer Kreatur. Kannst du das überhaupt? Das solltest du dir vorher überlegen. Mit einem schweren Gegenstand, in dem Fall mit einem Messer, Schlag auf den Hinterkopf, das betäubt das Nachrennen. Und dann ein Herzstich oder die Kehle durchschneiden. Nicht solche Sachen, wie zum Beispiel den Fisch einfach in eine Tüte schmeißen, was ich selbst bei Norwegern hier sehe. Oder eben den Fisch irgendwo an Land zu Tode zappeln lassen. Los geht's. Die Bremse muss man auch noch einstellen. Und zwar so, dass man ungefähr ein knappes Kilochen genau so hat. Diese Sets, die gliedern sich in 3 Stufen. Das hier ist das Basisset mit der Angel und dem Köder. Die erweiterten Sets sind dann mit mehr Ködern. Und das hier ist das XXL-Set. Das hat auch eine Tasche dabei. Die zeige ich jetzt. Ist zusätzlich enthalten diese Tasche und jede Menge Köder. Zum Beispiel einen Blinker, auch in dieser recht guten Farbe. Dabei hat man die Möglichkeit, zwischen einem Drilling und einem Einzelhaken zu wechseln. Ich empfehle aber für Anfänger bei dem Drilling zu bleiben, denn der Einzelhaken bedeutet meistens mehr Aussteiger. Es kann aber auch sein, dass es Gewässer gibt, wo nur der Einzelhaken erlaubt ist. Vorfächer sind auch dabei und es sind 3 Wobbler dabei. Schöne Größe für Forellen und da probieren wir jetzt mal einen aus. Er ist hier extra auch gefestigt mit einem Gummi. Damit einem die Haken nicht sofort in die Fingerspitzen wandern. Wie gesagt, die Haken sind sehr scharf und von guter Qualität. Ja, und die Luna hat auch tatsächlich eine kleine Meerforelle gefangen. Ja, schon wieder. Was denn jetzt? Eine kleine Köder ist es. Vielleicht kann man rausheben. Upp. Ja. Da die Forellen im See nicht bissen, sind wir an den Fjord gegangen. Mit Erfolg, wie man sieht. Man sollte aber bedenken, dass die Rute, Rolle und Schnur für Fische bis etwa 2 Kilo geeignet sind. Für Makrele sicherlich auch geeignet, darüber hinaus sollte man aber ein stärkeres Set wählen. Kleiner Lure. So heißt der Pollack in Norwegen. Auf den Blinker. Auf der Heimfahrt ging es noch an einen See, wo es praktisch Forellengarantie gibt. Hey, ist gar nicht so klein. Was ist denn das für eine Forelle? Das ist eine Bachforelle, doch. So einfach geht das manchmal. Ja. Die Forelle sitzt mal ganz fein zurück. Und fertig. Am nächsten Tag wollte ich mal probieren, ob ich Forellen fangen kann. Ja, guck mal. Ui. Ah, und ab. Ingo, komm. So, ich habe 3 oder 4 Fehlbisse jetzt gehabt und einen Drillaussteiger, den habt ihr auch gesehen. Und das liegt an diesem Einzelhäkchen. Wie gesagt, es kann sein, dass in manchen Gewässern
Einzelhaken Vorschrift ist. Aber wenn ihr einen Fisch rausbekommen wollt und nicht nur eben Fehlbisse und gesehene Fische haben wollt, dann müsst man den entfernen. Und zwar müsst man den Sprengring, den kann man so mit einem scharfen Nagel, sage ich immer, öffnen. Und dann dreht man den Haken aus dem Sprengring raus. So, nicht wegschmeißen. Tun wir das Beutelchen zurück und verwenden stattdessen diesen wirklich kleinen, scharfen Drilling. Das ist natürlich dann der umgekehrte Weg. Mit dem Fingernagel wieder dazwischen kommen. Den Drilling nehmen und dann hier in die Öffnung einhaken. Und das Ganze natürlich wieder wie beim Schlüsselring zusammendrehen. So, und jetzt wollen wir mal sehen, ob wir nicht damit doch eine Forelle an Land kriegen. Der Blinker fliegt extrem weit, also ist der Köder, mit dem ihr am weitesten schmeißen könnt. Hier ist extrem flach, die sonnen sich wahrscheinlich jetzt bei dem relativ kalten Wasser noch. Kurzer Stopp mal. Da kommt keiner hinterher. Doch. Ja, da haben wir es schon. Hui. Hoppala, die hat sich sogar aufgehangen. Ich war so aufgeregt, dass er um den Köder rumgeschossen ist und eben mit dem Haken hängen geblieben ist. Oder am Haken. Allerdings wäre das mit dem Einzelhaken auch nicht passiert. Die findet ihren Weg schon wieder raus. Zup. Mein Kumpel Ingo, den ihr auch als Kameramann von meinem Menorca-Video kennt, war nun richtig angefixt. Die erste Forelle seines Lebens wollte er fangen. Ja, Ingo hat eine Forelle dran. Upp, da ist er. Was macht er jetzt? Okay, da hebt er raus. Magst du sie haben? Den nehmen wir gleich auf den Grill mit, die Kleine. Also in dem See sind so viele Forellen drin, die muss man mitnehmen. Und außerdem hängt da der Haken, glaube ich, im Auge. Wohin denn da jetzt? Hier hin. Hä? Anderer Winkel, genau der falsche Winkel. Wie? Andersrum, von vorne nach hinten. So. Ja. Geh mal ganz nah ran. Naja. Eine schöne kleine Bachforelle. Dass man was damit fangen kann, habt ihr ja gesehen. Wir haben diese Bachforellen gefangen. In den Seen Norwegens gibt es sehr viele dieser Bachforellen. Also es ist überhaupt kein Problem, da welche mitzunehmen. Da wird sich auch kaum einer beschweren, außer es ist halt wirklich ein Privatsee. Das seht ihr aber meistens an Schildern oder vielleicht sogar mit dem QR-Code, wo ihr dann eure Angellizenz holen könnt. Die Köderauswahl der Firma Jäger finde ich auch sehr gut. Ich habe ja alles hier in dieser Gürteltasche. Da gucken wir auch noch mal rein. Ich habe die Sachen in den Originalverpackungen gelassen. Also die Wobbler haben mir vom Lauf her sehr gut gefallen. Laufen sehr flach. Den Blinker habt ihr gesehen, das ist der Köder, der am weitesten fliegt. Und Spinne ist eigentlich so ein Standardköder für Forellen. Also wenn ihr Forellen in Norwegen fangen wollt, ist dieses Set durchaus eine gute Wahl. Ihr habt alles beisammen, was ihr braucht nicht einzelne Komponenten zusammensuchen. Und los geht's. Wir sehen uns in Norwegen und wir gehen jetzt die Forellen grillen. Erstmal ausnehmen natürlich. Und zwar fängt man da an, hier hinten am After. Schneidet den Fisch auf. Bis vorne hin. Vorsichtig, ganz flach schneiden, sonst kann man die Galle verletzen. Dann schmeckt der Fisch unter Umständen bitter. Dann räumt man das hier aus. Kann gleich die Katzen fressen. Guck, hier ist die Gallenblase. Diese gelbe da. Dann schneidet man hier ein bisschen ein, dass das Ganze schön sauber rauszunehmen ist. Ausgenommen. Das hier ist übrigens der Rogen schon für die nächste Laichzeit. Hier der schwarze, das ist, soweit ich mich erinnere, die Niere oder ein Nierenorgan.
Die kratzen wir auch so raus. Ja, und dann bloß noch den Fisch salzen. Ordentlich salzen. Schön einreiben, Salz. Bisschen Kräuterblanding, das ist so ein norwegisches Gewürz, kann ich sehr empfehlen. Und dann holt man sich Alufolie. Schlägt den Fisch ein und packt das Ganze einfach gleich auf den Grill. So, Forelle ist fertig. War fast ein bisschen zu lang, weil die Haut ist schon gerissen. Und dann kann man halt hingehen und die Haut, ne, wenn man es irgendwo anpacken kann, runterziehen. Einfach runterstreifen. Mit der Gabel. So, runterschieben. Es kommt natürlich darauf an, ob man jetzt Fisch essen kann oder nicht. Deswegen zeige ich das. Und zwar kann man hier nach oben die Fischstücke wegschieben. Dann hat man es, wenn man es vorsichtig gemacht hat, das Ding schon grätenfrei. Man sieht hier, da stehen so ein paar Grätchen über. Dann kann man das einfach so runterschieben. Und fertig. Bon Appetit. Hier ist noch ein Gräte.